Herzlich willkommen auf Marius Channel. Heute zeige ich euch, wie ihr Makrele und Kabeljau perfekt räuchern könnt. Wir beginnen mit dem Einlegen der Fische in eine würzige Lake und gehen dann Schritt für Schritt zum Räuchern über. Also bleibt dran und viel Spaß beim Zuschauen. So, der Herd könnte schon eingeschaltet werden. Wir bereiten eine Lake mit einem Salzgehalt von 7% vor, indem wir 140 Gramm Salz in 2 Litern Wasser auflösen. Dann fügen wir etwas Dill hinzu, wenn ihr möchtet. Ich schneide eine Zwiebel und gebe eine Knoblauchzehe dazu. Das ist alles, was wir brauchen. Jetzt fügen wir noch braunes Meersalz hinzu, bis wir eine 7%ige Lösung haben. Wir verrühren alles gut und geben noch 4 Lorbeerblätter dazu. In meiner Gewürzmischung sind Koriander, Senfkörner, Wacholderbeeren und Chili enthalten. Es ist eine Einmachgewürzmischung von Fuchs. Da ist alles drin, was das Herz begehrt. Diese Mischung verwende ich für alles. Es ist ungefähr ein Esslöffel für 2 Fische. Die Fische, die ich gekauft habe, sind bereits gereinigt. Es ist wichtig, dass die Fische sehr trocken sind, bevor man sie räuchert. Ich mache das ganz einfach. Ich benutze einen Gourmet Max. In meinen Videos könnt ihr sehen, wie ich die Fische 15 Minuten lang bei der Trockenstufe trockne. Danach werden sie geräuchert. Zum Räuchern benutze ich feines Räuchermehl, 0,1 bis 0,4 mm, das ideal für Kalträuchern ist. Heute räuchere ich jedoch warm und heiß, daher brauche ich höhere Temperaturen. Mein Räucherofen hat eine elektronische Steuerung. Ich drücke das Räuchermehl nicht zu fest an, damit mehr Luft zirkulieren kann und es heißer brennt. Ich hänge die Fische auf oder lege sie auf den Rost. Der Ofen wird auf etwa 90 Grad vorgeheizt und dann auf 70 Grad heruntergeregelt. Danach schalte ich den Ofen aus und die Temperatur sinkt innerhalb von etwa 1,5 Stunden von 90 Grad auf 70 Grad. Für beste Ergebnisse könnt ihr zwischendurch Räuchermehl nachfüllen. Die Temperatur steigt anfangs auf 90 Grad und sinkt allmählich ab. Das dauert etwa 1,5 Stunden, danach sind die Fische perfekt geräuchert. Das Ergebnis ist bombastisch. Schaut euch mal die Bilder an. Der Kabeljau schmeckt wunderbar, genauso wie die Makrele. Wenn die Flossengräten leicht herauszuziehen sind, ist der Fisch gut durchgegart. Die Filets lassen sich gut herausnehmen und das Fleisch schmeckt einfach klasse. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert meinen Kanal, damit ich weitere Videos für euch machen kann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.